Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht in des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Guten Morgen, wir begrüßen euch alle zu diesem Gottesdienst, den unsere neuen Konfis aus Kall und Hellenthal vorbereitet haben. You'll never walk alone, gleich mehr dazu. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Am kommenden Sonntag leitet Pfarrer Jens-Peter Benzin aus Monschau um 9.30 Uhr den YouTube-Gottesdienst und Pfarrerin Heike Hirt um 11 Uhr den Präsenzgottesdienst in Gemünd. Bitte vergesst nicht, wer beim Präsenzgottesdienst sicher einen Platz haben möchte, melden Sie sich bitte bis Freitag 12 Uhr im Gemeindebüro an. Es geht aber auch ohne Anmeldung. Bis zu 30 Personen finden in der Gemünder Kirche Platz. Darüber hinaus ist ein Einlass zurzeit leider nicht möglich. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Während des Gottesdienstes muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Leider darf im Präsenzgottesdienst nicht gesungen werden. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie diakonische Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Opferstock sammeln wir in diesem Monat für das Gustav-Adolf-Werk. Mehr Infos zur Kollekte und die Möglichkeiten zu spenden finden Sie auf unserer Homepage www.eifelkirche.org. Herzlichen Dank im Voraus. You'll never walk alone. Das ist eine doppelte Zusage, ein Versprechen. Gott begleitet uns alle und Gott begleitet unsere neuen Konfis, wie auch die Alten, die noch auf ihre Konfirmation warten. You will never walk alone. Das haben wir gestern gespürt. Wir mussten und konnten uns aufeinander verlassen. Sonst hätten wir die Stationen im Wald nicht geschafft. Zusammenhalt mit den anderen war total wichtig. Sowohl das Sichern als auch die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden. So gehen wir jetzt in diesen Gottesdienst mit vielen guten Erfahrungen des gestrigen Tages und der Hoffnung, dass wir auch am Ende unserer gemeinsamen Jahres immer noch sagen können, you never walk alone. Da berühren sich Himmel und Erde, soll unser erstes Lied sein. Da oben im Seilgarten waren wir gestern tatsächlich dem Himmel ein Stück näher. So, als ob sich Himmel und Erde berühren. Zusammen mit zwei neuen Konfis sprechen wir jetzt den Psalm 91. Wer nicht immer alles gut verstehen kann, der Text ist eingeblendet und kann somit auch mitgesprochen werden.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verleiblichen Pest. Er wird dich mit den Flittchen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sich die behüten auf all deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Füßen nicht an einem Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn hören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugend lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Angst habe ich, wenn mein Haus kaputt geht. Doch vertrauen kann ich, wenn mich jemand schützt. Aufgeben möchte ich, wenn ich ausgeschlossen werde. Doch es gibt mir Mut, wenn mich Freunde aufbauen. Unsicherheit erfahre ich, wenn ich in extremen Höhen bin. Doch Klarheit hilft mir dabei, mich zu überwinden. Kraftlos schaue ich auf meinen Tag, wenn ich nicht für eine Arbeit gelernt habe. Ich kriege neue Kraft, wenn die Arbeit nicht zu schwer war. Mein verlorenes Zutrauen
In der Bergpredigt ist es so, dass wir fast Jesus selbst sprechen hören. Die Selbstpreisung des Vaterunser oder die goldenen Regel, Jesus' Lebensanweisung klar und verständlich. Und wie ist das eigentlich, wenn wir Streit haben? Wie können wir wieder zusammenkommen? Im 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums steht in den Versen 38 bis 42 nach der Überschrift vom Vergelten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben, sondern bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so gehe mit ihm 2. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Halleluja! Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Halleluja! Lasst uns mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens gemeinsam antworten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Kein Tag soll es geben, singen wir jetzt gemeinsam. Tag.
Liebe Konfis, liebe Gemeinde, nah und fern. Das war gestern Mittag schon ein ganz großes Blind Date auf dem Parkplatz vor dem Hochseilgarten in Nettersheim. Wir konnten uns teilweise nur schlecht wegen der Mund-Nase-Abdeckung erkennen. Doch unser Abenteuer Konfi 2020-21 ging dann ganz schnell los und ihr wart eingewiesen und es ging in die Höhe. You'll Never Walk Alone. Ich denke, die meisten kennen diesen Titel, kennen die Melodie, selbst dann, wenn man nicht Fußballfan bzw. nicht Anhänger von Dortmund oder Liverpool ist. You'll Never Walk Alone. In den guten wie schlechten Momenten lässt dieses Lied Menschen zusammenstehen, selbst wenn es anschließend nicht unbedingt um Freundschaft, sondern um Wettkampf geht. Ein gutes Beispiel ist für mich das Europa League Viertelfinalspiel von 2016, wo gerade diese beiden Mannschaften, Liverpool und Dortmund, aufeinander trafen. Aus rechten Gründen können wir leider hier keinen Ausschnitt zeigen, aber wenn ihr nach dem Gottesdienst mal bei YouTube den Begriff Liverpool-Dortmund und 2016 eingebt, dann werdet ihr das schnell finden. Es ist beeindruckend. Dazu ergänzend ein kurzer Bibelvers aus dem 2. Timotheusbrief, der ganz viel Inhalt hat. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Furcht, Kraft, Liebe und Besonnenheit, 4 Begriffe, die gestern beim Klettern durchaus eine Rolle gespielt haben. Lasse, Dennis und Melinda haben Stimmen der Konfis eingefangen, die sich zu diesen 4 Begriffen ihre ganz eigenen Gedanken gemacht haben. Teilweise vermummt mit Mund-Nasenschutz, teilweise ohne, aber ich glaube, die Botschaft ist trotzdem zu verstehen. Gott, du hast nicht den Geist der Furcht gegeben, doch es gibt diese Momente, wo uns das alles nicht hilft. Da habe ich Angst um meine Großeltern, weil es ihnen nicht gut geht. Da habe ich Angst um meine Eltern, da sie sich nicht mehr gut verstehen. Da habe ich Angst, ob ich das in der Schule alles so schaffe. Doch mit dir, Gott, müssen wir hoffentlich nicht mehr Furcht haben. Gott, du hast uns den Geist der Kraft gegeben. Das ist eine tolle Zusage, doch hilft das wirklich immer? Was ist mit dem Menschen, der unter meiner Kraft leidet? Was ist mit mir, wenn ich mit meiner Kraft nicht richtig umzugehen weiß? Wie kann ich diesen Geist der Kraft sowohl für andere anwenden? Lass uns kraftvoll unseren Weg nehmen, gerade in diesen komischen Zeiten. Gott, du hast uns den Geist der Liebe gegeben. Wie schön, wenn wir das erleben können. Doch umso mehr erschrecken uns die Nachrichten, dass es anderen Kindern nicht gut geht. Da sie von skrupellosen Erwachsenen missbraucht werden, hilft diesen Kindern und allen Menschen, die sich auf Gottes Liebe verlassen wollen. Wie gut geht es uns? Wir erleben Liebe in unseren Familien, fühlen uns geborgen, auch wenn wir uns mal streiten. Gottes Liebe hilft uns auch in ganz schwierigen Momenten unseres Lebens. Gott, du hast uns den Geist der Besonderheit gegeben, doch wie oft möchte ich mit dem Kopf durch die Wand? Wenn meine Eltern nicht so wollen, wie ich will, die sind wirklich in einem ganz schlimmen Alter. Wenn ich Dinge in der Schule einfach nicht verstehe, es mir nicht schnell genug geht. Wenn ich meinen Geburtstag einfach nicht abwarten kann, weil ich mir doch so tolle Geschenke erhoffe. Der Geist der Besonderheit ist besonders wichtig und zugleich besonders schwer zu erspüren. Hilf uns jeden Tag dabei. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dem, liebe Konfis und liebe Gemeinde, ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich kann uns allen nur wünschen, dass wir mit diesem vielfältigen Geist Gottes ausgestattet und begleitet werden. Gerade in diesen Zeiten, wo alles so komisch ist. Es ist der Start der Konfis in dieses besondere Jahr. Ihr geht auf Entdeckungsreise in unsere Gemeinde, in die Beziehung zu Gott,
in die Beziehung zu den Mitkonfis. Wir, Pfarrer Ude und ich, die Tima und das Presbyterium, wollen euch gute Begleiter sein. Und gemeinsam wollen wir auf Gott, unseren Begleiter, vertrauen. You'll never walk alone, damit der Vers aus dem 2. Timotheusbrief tatsächlich auch uns Begleitung in diesem Jahr wird. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Wir singen, weißt du, wo der Himmel ist, außen oder innen? Lasst uns beten, für andere beten. Guter Gott, du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Das dürfen wir glauben und daraus Hoffnung schöpfen. Wir sind nicht allein. Und so bitten wir dich heute ganz besonders für unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Begleite sie auf ihrem Weg durch die Konfizeit, die so anders begonnen hat als sonst. Lass sie deine Nähe auch in dieser Zeit immer wieder erfahren. Gott, wir bitten dich auch für die, die eigentlich schon Konfirmierte wären. Lass sie nach den Ferien trotz aller Einschränkungen eine würdige und schöne Konfirmation erleben. Für alle Eltern bitten wir dich, die ihre Kinder durch diese besondere Zeit begleiten. Eltern, die froh sind, plötzlich so viel Zeit für ihre Kinder zu haben. Aber auch Eltern, die beinahe täglich schauen müssen, wie sie Kinder, Arbeit, Haushalt, Freizeit geregelt bekommen. Schenk ihnen allen Kraft und Geduld. Gott, Ende der Woche fangen die Ferien an. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet dies Schulwechsel oder Ende der Schulzeit. Und doch können die üblichen Abschlussfeiern nicht oder nur im kleinen Rahmen stattfinden. Sei du bei allen, für die mit Ende dieses Schuljahres ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Guter Gott, you never walk alone, das hast du versprochen. Doch Menschen erleben sich immer wieder allein gelassen. Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fleischfabriken, deren Not schamlos ausgenutzt und ausgebeutet wird. Arbeitnehmer, die nun eventuell auf der Straße stehen. Menschen, die von jetzt auf gleich mit einer Krankheit leben müssen. Menschen, die allein sind, weil eine Beziehung zu Bruch ging oder ein anderer gestorben ist. Viele wären noch zu nennen, Gott. Lass sie spüren und erfahren, dass du doch da bist. Und dass sie in der Gemeinschaft der Glaubenden willkommen sind und willkommen bleiben. Und alles, was uns an diesem Morgen, in dieser Stunde noch wichtig ist, das lasst uns hineinnehmen in die Worte, die Jesus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen. Lobe den Herrn, meine Seele. Den Refrain des Liedes singen wir jetzt gemeinsam zweimal durch. Ich glaube nicht als Kanon, das würde uns hier vor Ort heute Morgen etwas überfordern. Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz. Zur guten Ton unserer Gottesdienste gehört es, dass wir Dank sagen. Dank an Werner Winkler, der am E-Piano uns begleitet hat, an Christina Medor, die als Presbyterin hier vor Ort war, an Leines als Vertreter der neuen Konfis. Dank an Lasse, Dennis und Melinda, die gestern Konfis gefilmt und fotografiert haben. Nochmal Dank an Lasse, der die Nacht zum Tag gemacht hat und die ganzen Filme zusammengeschnitten hat und in Form gebracht hat. Dank an Lasse, Bengt und Torge, die für die Technik gesorgt haben und hoffentlich immer den guten Ton rübergebracht haben. Dank an Christoph für unsere gute Zusammenarbeit. Und schließlich Dank an unsere neuen Konfis, die uns gestern diesen Start ermöglicht haben. Wer jetzt meint, ich war jetzt gar nicht drin im Gottesdienst von den neuen Konfis, ihr habt die Chance, jetzt gleich im Nachspann noch dabei zu sein. Wir werden jetzt noch eine Reihe von Bildern zu sehen bekommen und dazu die Musik von You'll Never Walk Alone. Wer dann noch im virtuellen Kirchcafé mitmachen möchte, kann sich jetzt schon auf die Kekse von Torge freuen. Und vielleicht kann man sich noch mal einen Kaffee holen. Und wer sich bei YouTube angemeldet hat, kann dann im Chat noch mitchatten. Ich freue mich, wenn wir da noch mit einigen ins Gespräch kommen können. Ansonsten kommt gut durch die Woche. Eine Sache habe ich noch vergessen. Hier stehen noch 2 unmotivierte Kerzen auf dem Altar herum. Das sind die neuen Konfi-Kerzen. Eine für Kall und eine für Hellenthal. Normalerweise sind die bunt gestaltet. Das ist die Konfi-Kerze der Konfis Hellenthal für dieses Jahr. Die ist fast abgebrannt. Wir müssen da, glaube ich, jetzt noch ein Teelicht reinstellen, damit sie bis zur Konfirmation noch durchhält. Und wenn wir dann uns endlich mit den neuen richtig treffen können, dann werden diese auch noch Farbe bekommen. Sie werden jetzt in den nächsten Gottesdiensten hier auch auf dem Taufbecken stehen,
damit die auch dann Gelegenheit haben, bis zur Konfirmation möglichst weit runtergebrannt zu sein. Allen jetzt noch einen schönen Sonntag. Die Technik lacht vor sich hin. Macht's gut. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain.